Ja, es ist Wichtelzeit und da gibt es von mir natürlich auch ein paar schöne kleine Wichtel zu sehen, wie ich die ganz einfach modelliere. Und das zeige ich jetzt. Ich habe 3 Stück am Ende, kann man sehen, und 2 davon habe ich gefilmt. Bei einem habe ich es nicht vergessen, ganz einfach. Also, was braucht man als Erstes? Einen Kopf. Der Wichtel, die ganz einfachen Wichtel, die man so kaufen kann, haben meistens nur einen Kopf und eine Zipfelmütze. Und ich habe das jetzt extra so gezeigt mit dem Papier, um eine Kugel zu modellieren. So könnte man das jetzt auch mit dem selbsttrocknenden Ton machen, weil der selbsttrocknende Ton, da kostet ein Kilo, glaube ich, so um die 5 € und es ist schon sehr heftig für so ein Stückchen. Und das kann man, indem man das aushöhlt, einfach ein Stück Papier reinmachen, den Ton ringsrum, und dann kann das so trocknen und bleibt da drin, völlig egal, ne? Das ist ja dann, und beim Brennen bleibt das auch so drin. Das brennt dann weg. Und ich habe dadurch eine hohle Kugel. Jetzt sieht man hier diese Zipfelmütze. Ich habe die ganz einfach simpel einen kleinen, Trapez geformt und einen Zipfel oben dran. Jetzt mache ich da noch die Nase dran und der Rest wird dann halt mit der Farbe gemacht. Die sind jetzt halt noch nicht fertig geworden. Das zeige ich dann in einem anderen Video, wie sie dann halt fertig angemalt, oder wie ich zeige natürlich vielleicht auch, wie ich sie anmale. Das kann ich auch machen. Hier sieht man das, ich mache immer, versuche noch ein bisschen immer noch die Gadgets ein bisschen aufzuarbeiten, indem ich die Krempe mache, noch 'n Schnurrbart vielleicht mache, noch ein paar Beinchen ranmache. Ich kann mich immer so kaum so reduzieren ähm auf nur Kopf und Hut, das ist schwierig. Ja, der ist jetzt gleich fertig, und dann mache ich noch einen dritten, im Prinzip, einen, 3. Wichtel, und da muss ich dann doch ein bisschen Körper ranmachen und fange da aber dennoch ganz einfach mit einem kleinen Kegel an. Ganz Seht ihr das im Finger rein, Kegel ringsrum, macht ihr das wieder mit selbsttrocknendem Ton, Papier rein, kein Ding, diesen selbsttrocknenden Ton ringsrum, und dann kann man einen wunderbaren schönen kleinen Kegel machen. Und macht das ganz simpel, weil diese Wichtel ja wirklich auch so einfach aussehen. Wird einfach schön verschmiert, glatt gemacht, glatt gezogen, und jetzt wird schon gleich der Kopf gemacht. Der Kopf wird auch nur hohl aus der hohlen Hand, in der Hand forme ich den ganz einfach in die hohle Hand hinein und setze den drauf, so mit dem Daumen rein, genau, setze den drauf, schon ist er hohl. Es ist wichtig immer bei Ton, ne, damit das nicht zerknallt im Brennofen, ist ganz, ganz wichtig. Wenn es nicht hohl wäre, ist das schon zu dick, und das wäre da drin, würde alles zerfetzen und den Rest mit versauen. Das geht gar nicht. Also, hohl machen, ganz wichtig. Immer hohl machen. Also, ab 3 Zentimetern muss man's hohl machen. Dann wird jetzt wieder eine Zipfelmütze gemacht, und ich mache es immer ganz dünn. Kann man das sehen? Ganz, ganz dünn wie Stoff forme ich das im Prinzip. Wie als ob ich jetzt 'n Stoff zusammenfalten würde, damit daraus 'ne Zipfelmütze entsteht. Und deswegen mache ich das mit dem Ton auch immer ganz dünn. Ich nehme alles bloß in meine Hand, ich haue es nicht, ganz dünn, und setze es dann drauf, und dann hat man da wunderschöne Falten, weil dieser Ton so dünn geformt ist. Und dann entsteht da diese kleine Zipfelmütze. Die Falten kann man mit den Fingern noch so nachformen. Und jetzt mache ich da noch ein kleines schönes Gesicht hin. Dann mache ich mit Wasser, kann man es schön glatt putzen, ne? Dann macht man noch eine Nase hin. Ich zaubere noch einen kleinen Mund. Und damit das dann auch wirklich aussieht, dass es jetzt aus dem Winter ist, machen wir ihm noch einen kleinen Schal um. Und dann sind die 3 kleinen Wichtel fertig.